du bist stark, du funktionierst, du gibst alles, immer. Aber wenn du ehrlich bist, gibt es diese Nächte, in denen du dich leer fühlst. Du liegst da, starrst an die Decke und fragst dich, wer hält mich eigentlich, wenn ich falle? Und weißt du was? Dieser Wunsch, dass jemand da ist nicht falsch. Er ist nicht schwach. Er ist zutiefst menschlich. Wir alle wollen gehalten werden. Nicht für das, was wir leisten, sondern einfach, weil wir sind. Aber manchmal ist niemand da. Und genau da beginnt etwas, das nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr ist. Die Rückverbindung mit dir selbst. In diesem Video zeige ich dir, wie du lernst, dich selbst zu halten. Nicht mit oberflächlichen Tipps, sondern mit Tiefe, still, echt, kraftvoll. Nicht weil du musst, sondern weil du kannst. Und vielleicht findest du dabei etwas, das viel größer ist, als du dachtest. Dich selbst. Einsamkeit ist nicht einfach nur das Fehlen von Menschen. Es ist das Gefühl, innerlich zu rufen, aber niemand antwortet. Es ist, wenn du mitten unter Menschen sitzt, lachst, nickst, zuhörst und dich trotzdem leer fühlst. Es ist dieses subtile Brennen in der Brust, wenn du versuchst, stark zu sein. Wenn du dich selbst aufrichtest, obwohl du innerlich am Boden liegst. Und manchmal ist es nicht, dass dich niemand sieht, sondern dass du selbst den Kontakt zu dir verloren hast. Wir wachsen oft mit der Idee auf, dass jemand kommen muss, um uns zu retten. Der Richtige, die beste Freundin, irgendjemand. Aber was, wenn niemand kommt? Oder wenn sie kommen und wieder gehen? Oder wenn sie bleiben, aber dich trotzdem nicht wirklich halten können? Dann sitzt du da, mit einem Herz voller Sehnsucht, das niemand auffängt. Und mit der Frage, was stimmt nicht mit mir? Doch hier ist der Wendepunkt. Es stimmt alles mit dir. Nur hast du nie gelernt, wie du dich selbst halten kannst. Nicht nur durch Affirmationen oder Self-Care-Badewannen, sondern echt, tief, klar. Das ist kein einfacher Weg, aber es ist der ehrlichste. Der erste Schritt, dich selbst zu halten, ist nicht etwas zu tun. Es ist etwas zu fühlen. Und zwar nicht irgendetwas, sondern das, was du die letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre überlagert hast. Den stillen Schmerz, die Enttäuschung, die sich wie ein Film über alles legt. Die Sehnsucht, endlich mal einfach gehalten zu werden, ohne etwas leisten zu müssen. Wir sind Weltmeister darin geworden, Gefühle zu verdrängen. Wir optimieren, scrollen, funktionieren, tragen Verantwortung für alle, nur nicht für uns selbst. Aber Gefühle verschwinden nicht, nur weil wir sie ignorieren. Sie setzen sich fest. Im Bauch, in der Brust, im Kiefer, im Rücken. Und irgendwann äußern sie sich. Als Wut, die du dir selbst nicht erklären kannst. Als Müdigkeit, die nicht weggeht. Als dieses diffuse Gefühl, dass etwas fehlt, obwohl doch eigentlich alles da ist.
Deshalb ist der erste Schritt innehalten. Nicht um dich zu reparieren, sondern um zu spüren, was da ist. Mach es einfach. Setz dich irgendwo hin, wo du ungestört bist. Schließ die Augen. Leg die Hand auf dein Herz und frage, was ist gerade da in mir? Die Antwort muss nicht schön sein. Vielleicht ist da Leere, vielleicht Scham, vielleicht einfach nur ein Kloß im Hals. Und genau das darf sein. Stell dir vor, das Gefühl, das gerade in dir aufsteigt, sei es Angst, Einsamkeit, Wut oder Scham, ist kein Problem, das du loswerden musst, sondern ein Kind, ein kleines, innerlich zitterndes Wesen, das mit großen Augen vor dir steht. Vielleicht schaut es dich nicht mal direkt an. Vielleicht weicht es deinem Blick aus, voller Unsicherheit. Dieses Kind ist der Teil in dir, der sich seit Jahren nicht gehört, nicht gesehen, nicht willkommen gefühlt hat. Nicht, weil du es ignorieren wolltest, sondern weil du nie gelernt hast, wie man bleibt, wenn's weh tut. Und jetzt ist dieses innere Kind da, mit nackten Füßen, mit einem Kloß im Hals, mit einem Bedürfnis, das es selbst kaum benennen kann. Halt mich. Was würdest du tun? Würdest du es anschreien? Würdest du sagen, jetzt sei nicht so empfindlich? Oder du machst alles kaputt? Wohl kaum. Du würdest wahrscheinlich ganz leise werden, dich zu ihm herunterbeugen, vielleicht die Arme ausbreiten, vorsichtig, einladend. Und dann würdest du es einfach nur halten. Kein Reden, kein Erklären, kein Richtigmachen, nur Präsenz, Wärme, Atmen, Herzschlag an Herzschlag. Und genau das ist es, was du auch für dich selbst tun darfst. Nicht, weil du es perfekt kannst, sondern weil du es verdienst. Du darfst lernen, dich selbst wie dieses Kind zu behandeln. Mit Sanftheit, mit Geduld, mit der Bereitschaft, nicht gleich eine Lösung zu haben, sondern einfach nur da zu sein. Und ja, es wird sich anfangs ungewohnt anfühlen, vielleicht sogar unangenehm. Denn echte Nähe zu dir selbst fühlt sich erst einmal fremd an, wenn du sie lange vermisst hast. Aber es wird sich echt anfühlen. Und das ist mehr wert als jede kurzfristige Erleichterung. Das ist kein Pflaster. Das ist Bindung. Und Bindung braucht Zeit. Doch genau hier beginnt dein innerer Halt. Nicht mit einem Wegmachen, sondern mit einem Ich bleibe bei dir, auch wenn's weh tut. Und manchmal ist das schon alles, was es braucht. Beim zweiten Schritt geht es um deine inneren Dialoge. Stell dir vor, deine beste Freundin ruft dich an, weinend, verletzlich, und du sagst zu ihr, jetzt hör auf zu jammern. Du bist doch selbst schuld.
Reiß dich mal zusammen. Undenkbar, oder? Aber genauso sprichst du mit dir selbst. Jeden Tag. Leise, aber stetig. In Gedanken, die du gar nicht mehr bewusst wahrnimmst. Ich bin zu viel. Ich nerve nur. Ich müsste es längst besser können. Dieser innere Dialog ist kein Zufall. Er wurde dir beigebracht. Von Eltern, Lehrern, Gesellschaft, von Erfahrungen, in denen du nicht gesehen wurdest. Oder nur dann, wenn du brav, hilfreich oder angepasst warst. Doch hier ist die Wahrheit. Du darfst neu mit dir sprechen lernen. Nicht mit esoterischem Zuckerguss, sondern mit tiefer, klarer Mitmenschlichkeit dir selbst gegenüber. Was wäre, wenn du stattdessen sagst, ich sehe, dass du leidest und ich bin da. Oder du musst das nicht alleine durchstehen. Oder es ist okay, dass es gerade schwer ist. Oder auch, ich verstehe, dass du müde bist. Und ja, anfangs wird es sich fremd anfühlen, vielleicht sogar lächerlich. Aber bleib dran, denn deine Worte erschaffen deine innere Welt. Und du verdienst eine innere Welt, in der du sicher bist. So kannst du es praktisch umsetzen. Schreib dir 3 Sätze auf, die du dir immer wieder sagst, wenn es schwer wird. Zum Beispiel, ich bin zu viel, ich schaff das eh nicht. Lies sie laut, spür, wie hart sie klingen. Und dann dreh jeden Satz ins Mitfühlende. Aus ich bin zu viel, ich darf Raum haben. Aus ich schaff das eh nicht, ich darf lernen und wachsen. Häng diese neuen Sätze an den Spiegel oder stell sie als Handy-Hintergrund ein. So erinnerst du dich im Alltag, bis dein Gehirn beginnt, sie automatisch zu wiederholen. Wenn du nicht möchtest, dass andere sie sehen, überlege dir ein kleines Symbol, das dich erinnert. Einen Aufkleber, ein besonderer Handy-Hintergrund, eine kleine Figur. Wenn du Affirmationen möchtest, die wirklich funktionieren, sieh dir unbedingt mein Video dazu an. Ich habe es in der Beschreibung für dich verlinkt. Der 3. Schritt ist das Schaffen von Geborgenheit. Geborgenheit ist kein Luxus. Er ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Und das Spannende ist, dein System reagiert nicht auf Perfektion, sondern auf Präsenz. Du musst dich nicht erst heilen, um Geborgenheit zu verdienen. Du brauchst keine Wellness-Auszeit auf Bali. Du brauchst keine 5-stündige Morgenroutine. Du brauchst nur kleine, echte Handlungen, die deinem Nervensystem sagen, ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Hier einige Rituale, die kraftvoller sind, als sie aussehen. Morgens, bevor du aufstehst, leg die Hand auf dein Herz. Sag leise, ich bin für dich da. Nicht als Floskel, sondern wie du es einem Kind sagen würdest. Abends eine Kerze anzünden. Kein Handy, kein Lärm. Nur Zeit für dich. Schreib dir 3 Sätze auf. Was war schwer? Was war schön? Was wünsche ich mir? Ein bewusst gemachter Tee. Ohne Handy. Ohne Ablenkung. Spür die Wärme.
den Duft. So fühlt sich echte innere Zuwendung an. Ein Sinnesanker. Such dir einen Gegenstand, der für dich Sicherheit symbolisiert. Zum Beispiel ein Stein, ein Schal, ein Schmuckstück. Halte ihn bewusst, wenn es gerade schwer ist. Es gibt auch musikalische Geborgenheit. Lege dir eine kleine Playlist mit Liedern an, die dich sofort erden. Nur 3 bis 5 Songs, aber immer dieselben. Dein Nervensystem verbindet das mit „Hier bin ich sicher“. Gönne dir Mikromomente. 60 Sekunden Stille am Fenster, ein tiefer Atemzug draußen an der frischen Luft, die Lieblingsdecke über die Schultern, kleine Signale, die sagen: Ich sorge für mich. Besonders kraftvoll ist auch meine geführte Erdungsübung, die ich in der Beschreibung für dich verlinkt habe. Wichtig dabei ist, es geht nicht um große Rituale, sondern um Mini-Gesten, die sich in den Alltag einweben lassen. Diese kleinen Anker werden zu Inseln. Inseln, auf denen du dich selbst wiederfindest. Und je öfter du diese Inseln betrittst, desto weniger verirrt fühlst du dich im Sturm. Der 4. Schritt ist, deine Energie zu schützen. Wenn du feinfühlig bist, und das sind viele Menschen, die sich nach Halt sehnen, dann spürst du oft mehr, als du verarbeiten kannst. Du spürst die Stimmung im Raum, noch bevor jemand etwas sagt. Du fühlst, wenn dein Gegenüber innerlich aufgewühlt ist, auch wenn er lächelt. Du gehst nach Treffen oft erschöpft nach Hause, ohne zu wissen, warum. Was hier passiert, ist keine Einbildung. Es ist ein offenes Energiesystem, das viel empfängt, aber zu wenig filtert. Deshalb brauchst du bewusste energetische Abgrenzung. Nicht um dich zu verschließen, sondern um dich zu schützen. Hier eine einfache, aber kraftvolle Übung für den Morgen. Schließe deine Augen. Stell dir vor, du hüllst dich in Licht ein. Gold, weiß, was immer sich sicher anfühlt. Stell dir vor, dieses Licht ist wie eine durchlässige Hülle. Du kannst fühlen, aber nicht alles dringt ungefiltert ein. Sag innerlich, was nicht zu mir gehört, bleib draußen. Schau unbedingt in die Videobeschreibung. Dort wartet eine längere, sehr wohltuende Übung auf dich. Mach die Übung täglich, auch wenn du denkst, es bringt nichts. Denn dein Nervensystem reagiert auf Bilder. Es braucht visuelle Sicherheit, nicht nur kognitive Konzepte. Was dir noch dabei hilft? Reminder am Handy. Stell dir morgens eine kleine Erinnerung. Schütz deine Energie und verbinde es mit der Lichtübung. Nein-Training. Fang klein an. Sag einmal am Tag bewusst Nein zu etwas, das dir nicht gut tut. Auch wenn es nur ein Chat, eine zusätzliche kleine Aufgabe oder ein kleiner Gefallen ist. Mach einen inneren Reset. Wenn du von einem Treffen kommst und dich vollgesogen fühlst, stell dich unter die Dusche oder wasch bewusst deine Hände und stell dir vor, wie alles abfließt, was nicht zu dir gehört. Wenn du magst, begleite ich dich mit einer geführten Übung, mit der du alles Schwere und Belastende loslassen kannst, ohne zu sprechen. Ich verlinke sie in der Beschreibung für dich.
Und vergiss nicht, Grenzen zu setzen ist keine Distanz, kein Egoismus. Es ist Fürsorge für dich und damit letztendlich auch für alle, die dir begegnen. Der 5. Schritt ist die Rückverbindung mit deinem Kern. Viele suchen diesen Kern in Erfolg, Liebe oder Anerkennung. Aber er ist schon da. In dir gibt es einen Ort, den kein Schmerz je zerstört hat. Ein inneres Licht, eine ruhige Präsenz. Du bist vielleicht weit weg von ihm, hast es vergessen, aber er ist nie weg von dir. Viele nennen diesen Kern Seele, andere sprechen vom wahren Selbst. Es ist der Teil in dir, der nicht zweifelt, nicht bewertet, nicht trennt, sondern einfach ist. Diesen Kern zu spüren, braucht kein Drama. Es braucht Stille, Langsamkeit und den Mut, nichts zu tun. Vielleicht findest du ihn beim Gehen in der Natur, wenn du plötzlich spürst, wie der Wind deine Haut berührt. Vielleicht beim Schreiben, wenn Worte aus dir fließen, die du vorher nicht kanntest. Vielleicht in der Meditation, nicht als Technik, sondern als stillen Raum, in dem du dir wieder begegnest. Der Kontakt zu deinem Kern fühlt sich nicht an wie ein Feuerwerk, mehr wie ein warmes Glühen unter der Haut, wie ein Wiedererkennen, wie ein inneres „Ah, da bist du ja." Und das ist der Moment, in dem du beginnst, dich zu halten. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst, weil du spürst, du bist dir selbst wieder nah. Und das ist ein Geschenk, das kein Mensch im Außen ersetzen kann. Wenn niemand da ist, bleibt dir eines: du. Und das ist nicht weniger. Das ist alles. Lernen, dich selbst zu halten, ist kein Ziel. Es ist ein Weg, ein innerer Heimweg. Wenn du heute etwas mitnimmst, dann das. Du bist nicht kaputt. Du bist auf dem Weg, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Und genau da beginnt die echte Verbindung zu dir selbst. Schreib mir in die Kommentare, was gibt dir Halt, wenn du dich einsam fühlst? Dein Satz könnte jemand anderem Mut machen, der das gerade hört. Schön, dass du hier bist. Bis zum nächsten Mal.